Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und heute geht es mal wieder um einen gelösten Fall. Und zwar um den Fall der am 9. März 1986 getöteten Helga Roberts in Hamburg. Dieser Fall ist auch als der Mord im Sternschanzenpark bekannt. Dargestellt wurde der Fall bei Aktenzeichen Y in der Sendung am 9. Oktober 1987. Der Täter konnte erst nach knapp 20 Jahren verurteilt werden. Der Filmfall ist bei Aktenzeichen Y recht dünn, aber ich habe einige andere gute Quellen zu dem Fall gefunden. Aber beginnen wir erst einmal mit dem Fall. Was ist genau passiert? Helga Roberts studiert in Cambridge Fremdsprachen. Im September 1985 kommt sie für ein Jahr an das Helene-Lange-Gymnasium als Praktikantin, wo sie 12 Stunden in der Woche Englisch unterrichtet. Im Juni endet das Auslandssemester und Helga will wieder zurück nach Cambridge, um ihr Studium fortzusetzen. Nur 200 Meter vom Sternschanzenpark entfernt unterhält die 22-Jährige zusammen mit einer Freundin in der Renzelstraße im Stadtteil Roter Baum eine kleine Wohnung. Sie gilt als sehr zurückhaltend und hat privat hauptsächlich zu anderen englischen Austauschlehrern in Hamburg Kontakt. So auch am 6. März 1986. Gegen 22 Uhr lädt Helga Roberts ihren englischen Freund, 2 Franzosen und einen amerikanischen Sprachassistenten auf ein Glas Sekt in ihre Wohnung ein. Um 23 Uhr macht sich die Gruppe auf den Weg in die Diskothek Third World in den Heidkampsweg. 2 Stunden später besuchen sie die Diskothek Große Freiheit 36 auf St. Pauli. Bis in die Morgenstunden feiern die Studenten in der Disco und machen sich gegen 6 Uhr auf den Heimweg. An der Haltestelle Landungsbrücken trennt sich die Gruppe. Helga nimmt die U3 in Richtung Bahnhof Sternschanze. Gegen 6:15 Uhr erreicht sie ihr Fahrziel. Vom Bahnhof Sternschanze bis in die Renzelstraße in der Nähe des Fernsehturms sind es nur wenige Gehminuten. Der Weg führt durch den Sternschanzenpark und in dieser Nacht herrscht starkes Schneetreiben. Am Morgen um 7:11 Uhr wird in einem Kindertagesheim im Sternschanzenpark Alarm ausgelöst. Das Gebäude wird häufig von Einbrechern heimgesucht, in der Regel von Obdachlosen. Zuletzt war dies 4 Tage vor der Tat. Die Betreiber haben daraufhin eine Alarmanlage installieren lassen. Und 4 Minuten nach dem Notruf erreichen 2 Streifenwagen der Polizei das Kindertagesheim in der Schröder-Stift-Straße. Auch diesmal deuten die ersten Spuren auf einen Einbruch hin. Die Beamten finden ein aufgebrochenes Kellerfenster. Auf der anderen Seite des Gebäudes finden die Beamten ein offenstehendes Fenster. Die Beamten durchsuchen zunächst das Erdgeschoss. Dann durchsuchen sie den Keller, in dem sich auch ein Waschraum für die Kinder befindet. Und dort machen die Beamten dann eine schreckliche Entdeckung. Unter dem Waschbecken liegt eine leblose und nackte Frau. Es ist Helga Roberts, fast zu Tode stranguliert mit einer grünen Krawatte. Gefesselt ist das Opfer mit ihrem eigenen Schal. Am Tatort finden die Kripo weiterhin ein Kopftuch mit Leopardenfellmuster sowie eine weitere hellgrüne Krawatte. Dem Notarzt gelingt es zwar, die junge Frau zu reanimieren. Jedoch stirbt die Engländerin am nächsten Morgen gegen 6 Uhr aufgrund ihrer schweren Halsverletzungen im Krankenhaus. Vor dem Gebäude finden die Beamten Kleidungsstücke des Opfers verstreut und auch die Handtasche mit 30 Mark und Ausweisen. Gestohlen wurde nichts, nur der Wohnungsschlüssel fehlt. Nachdem die Freunde von Helga vernommen wurden, wird für die Beamten schnell klar, dass beide Krawatten und das Leopardenkopftuch vom Täter stammen müssen. Auch der Tatablauf lässt sich anhand der Tatspuren rekonstruieren. Bereits im Sternschanzenpark wird Helga Roberts überfallen
und von hinten am Hals gepackt und mit ihrem eigenen Schal stranguliert. Der Überfall fand statt in Höhe der Kita im ehemaligen Norwegerheim und dort ist heute das Kulturhaus Schrödingers untergebracht. Helga wehrt sich, sie schlägt um sich, kratzt und beißt. Unter ihren Fingernägeln werden Hautpartikel gefunden. Danach schleppt der Täter sein wohl schon bewusstloses Opfer zum Kindertagesheim Schröderschiffstraße 7. An einem Kellerniedergang reißt er ihr mit Gewalt die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie. Nach der Vergewaltigung drückt er ein kleines Fenster des Kinderheims auf und zwängt sein Opfer in einen Waschraum und lässt sie bewusstlos auf den Fliesen liegen. Der Täter, der durch die Gegenwehr selbst verletzt sein muss, wäscht sich im Waschraum des Kindertagesheims die Hände und löst beim Verlassen des Gebäudes unbemerkt Alarm aus. Und die eintreffenden Beamten verpassen den Gewalttäter vermutlich nur um Sekunden. Die Ermittlungen der Mordkommission konzentrieren sich zunächst auf einen Mann im grünen Parker mit einer Kapuze, der sich seit Wochen in der Nähe des Tatorts herumgetrieben und Frauen verfolgt haben soll. Auch am Tatabend wird der Mann am U-Bahnhof Sternschanze von einer Hochbahnangestellten gesehen. Als er angesprochen wird, läuft er weg. Aus dem Bekanntenkreis erfährt die Kripo 2 Wochen nach der Tat von einem Farbigen, den die 22-jährige Engländerin kurz nach den Weihnachtsferien Anfang Januar in der U-Bahn auf der Heimfahrt von der Schule kennengelernt hat. Beide kommen ins Gespräch und treffen sich auf einem Café in Helgas Wohnung. Der Schwarze bedrängt die Frau danach jedoch wochenlang mit Telefonanrufen, was auch Helgas Bekannte mitbekommen. Um den 15. Januar herum wird er von einer Nachhilfeschülerin vor der Haustür in der Renzelstraße gesehen. Die Spur wird noch heißer für die Polizei, als sich fast gleichzeitig eine Zeugin meldet und angibt, 3 Wochen vor der Tat einen Schwarzen eben mit diesem Leopardenkopftuch und grüner Krawatte in einer U-Bahn gesehen zu haben. Trotzdem kommt die Polizei nicht weiter. Ein halbes Jahr nach dem Mord bittet die Kripo Hamburg in Aktenzeichen XY die Zuschauer um Mithilfe. Der Mordfall Roberts wird als erster Filmfall vorgestellt und beginnt mit dem Auslösen des Alarms und dem Auffinden des Opfers im Kindertagesheim durch Polizeibeamte. Und erst dann wird rückblickend auf den Vorabend des Tattages eingegangen und die letzten 8 Stunden des Opfers rekonstruiert. Und in dem Studiogespräch geht es vor allem dann darum, die Herkunft der Gegenstände zu klären, die vom Täter am Tatort zurückgelassen worden sind. Eben das Kopftuch und die beiden grünen Krawatten. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die Helga Roberts am Tatmorgen zwischen der Haltestelle Landungsbrücken und Sternschanze bzw. in der Nähe des Kindertagesheims gesehen haben. Nicht erwähnt wird der Verdacht gegen einen Mann mit schwarzer Hautfarbe, der sich nach Ansicht der Kripo eigentlich als Hauptverdächtiger herauskristallisiert hat. Die Hamburger Polizei erhält nach der TV-Ausstrahlung neue Hinweise und auch Informationen über einen Farbigen. So berichtet das Hamburger Abendblatt vom 12. Oktober 1987 in seiner Ausgabe. Aber auch nach der Ausstrahlung kann kein Täter überführt werden. Von dem Phantom, das die junge Britin im Schanzenpark vergewaltigt und ermordet hatte, fehlt jede Spur. Der Fall gilt als unlösbar. 1998 dann wird in Hamburg Uwe H. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt und in die psychiatrische Klinik Ochsenzoll eingewiesen. Wegen dieser Verurteilung muss er eine Speichelprobe abgeben. 2003 nimmt die Kripo einen Routineabgleich der Tatortspuren im Mordfall Roberts vor, die zum Zeitpunkt des Mordes noch nicht möglich war. Und es gab einen Treffer. Bei der Untersuchung findet die Polizei eine Übereinstimmung mit dem DNA-Muster von Uwe H. Hautpartikel und genetische Spuren unter den Fingernägeln des Opfers weisen das gleiche Profil auf
wie die gespeicherten Daten von Uwe H. beim Bundeskriminalamt. Sofort wird Uwe H., zum Tatzeitpunkt 22 Jahre alt, von der Polizei vernommen. Er bestreitet die Vorwürfe, macht jedoch während der Vernehmung einen nervösen Eindruck. Er schwitzt und zittert auffällig. Für die Polizei meistens ein Indiz, dass eine Person lügt. Belastend werten die Beamten auch den Umstand, dass Uwe H. damals ebenfalls an der Sternschanze gewohnt hat, also in Tatortnähe. Fast 20 Jahre nach der Tat, am 10. Dezember 2005, wird in Hamburg der Prozess gegen ihn wegen Mordes und Vergewaltigung eröffnet. 3 Verhandlungstage sind angesetzt. Uwe H. will sich zum Tatvorwurf nicht äußern und gibt an, er könne sich an nichts mehr erinnern. So, und dann gibt es einen weiteren Artikel, da geht es dann um den Prozess gegen Uwe H. Fast 20 Jahre nach dem Mord an der britischen Lehrerin Helga Roberts hat das Landgericht gestern den mittlerweile 41 Jahre alten Uwe H. zu 8,5 Jahren Haft verurteilt, wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung. Also der Artikel stammt vom 14. Dezember 2005, also müsste der Täter mittlerweile 58 Jahre alt sein. Also wie schon gesagt, 8,5 Jahre Haft wegen Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung. Gleichzeitig ordneten die Richter an, ihn weiterhin in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft und Unterbringung in der Psychiatrie gefordert. Die Verteidigung eine mildere Strafe. Er ist für die Allgemeinheit gefährlich, sagte der Vorsitzende Richter. Zugleich drückte er dem Vater des Opfers und dessen 2 Söhnen, die als Nebenkläger aus Großbritannien zum Prozess anreisten, das Mitgefühl der Kammer aus. Dass die Behörden dem Angeklagten erst aufgrund der modernen DNA-Technik im Jahr 2003 auf die Spur kamen, mag von den Nebenklägern als schmerzlich empfunden worden sein. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Uwe H. Anfang März 1986 die Austauschlehrerin im Sternschanzenpark überfallen, vergewaltigt und zu Tode stranguliert. In einem reinen Indizienprozess stützten die Richter ihr Urteil ganz entscheidend auf das DNA-Gutachten. Der Angeklagte hatte zum Tatvorwurf geschwiegen. Aufgrund der Gesamtschau der Indizienlage besteht kein Zweifel, dass der Angeklagte derjenige ist, der die schreckliche Tat begangen hat. Entscheidend seien mehrere Übereinstimmungen von DNA-Spuren gewesen. Zudem habe der Täter 1986 in der Nähe des Tatorts gelebt, sei später mehrfach wegen Sexualdelikten verurteilt worden. Bei einem Routineabgleich von DNA-Material, das unter den Fingernägeln des Opfers sichergestellt worden war, fand die Polizei vor 2 Jahren eine Übereinstimmung mit dem DNA-Muster des Angeklagten. Sein DNA-Profil war beim Bundeskriminalamt gespeichert, weil der Mann 1997 wegen sexueller Nötigung sowie 1998 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war. Seit 1998 sitzt er in der Psychiatrie im Klinikum Nord. Bewusst habe der Angeklagte damals auf das Opfer gewartet. Er habe zielgerichtet und planvoll gehandelt und getötet, so der Richter. Der Täter war auf Beutefang wie ein Jäger. Strafmildernd sei, dass der Angeklagte 1986 erst 22 Jahre alt war, damals noch unbestraft. Zudem sei Uwe H. psychisch krank, deswegen erheblich vermindert schuldfähig. Also das ist ja natürlich wieder so ein Punkt. Strafmildernd sei, dass der Angeklagte 1986 erst 22 Jahre alt war. Also soweit ich weiß, kann Jugendstrafrecht, wenn irgendwie diese geistige Entwicklung noch nicht so ganz da sein sollte, was allerdings meistens der Fall ist, bis zum Alter von 21 Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Also ich vermute mal ganz stark, dass er hier nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, weil er eben diese 8,5 Jahre bekommen hat und die Staatsanwaltschaft 10 Jahre gefordert hat. Und 10 Jahre ist meines Wissens nach das Höchstmaß
beim Mord bei Jugendlichen. Vor dem Urteil hatte ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten eine unterdurchschnittliche Intelligenz und tiefgreifende sexuelle Debilität attestiert. Die Störungen sind gravierend. In Gesprächen habe Uwe H. stets beteuert, sich an den Mord nicht erinnern zu können, habe auch eingeräumt, dass manchmal sexuelle Fantasien in ihm gebrodelt hätten, Menschen zu vergewaltigen oder zu ermorden. Laut dem Gutachter hat Uwe H. überdies zugegeben, zu jener Zeit wegen Demütigungen in der Familie, die ihn als Idioten, Schwachkopf und Spasti gehänselt hätten, im Schanzenpark herumgestreunt zu sein und damals auch ein Parker mit fellbesetzter Kapuze besessen zu haben. Dabei war er aufgefallen und so hatte sich die Verhandlung nach Helga Roberts Mörder zunächst tatsächlich auf einen Kapuzenmann konzentriert. Sie war jedoch trotz aktiver Unterstützung durch Frauengruppen ergebnislos geblieben. Ja, und diese Frauengruppen sind in diesem Fall auch nochmal so ein Thema. Da gibt es auch noch einen interessanten Artikel dazu. Einen Tag nach dem Mord zogen 600 Frauen in einem spontanen Fackelzug zum Tatort und weiter in die Schanze. Die Frauen skandierten: aus Trauer wird Hass, aus Hass wird Wut, zerschlagen wir die Männerbrut. Die Wut traf dann am Schulterblatt mehrere angetrunkene Männer, die aus Kneipen kamen und den Fackelzug neugierig beobachteten. Der 22-jährige arbeitslose Maurer Dirk G., damals zur Hamburger Morgenpost, also aus der Zeitung stammt der Artikel: Ich hatte Bravo gerufen, dann stürzten sich 6 Frauen auf mich. Ich rannte wie noch nie in meinem Leben. Sein Kumpel Peter M. war nicht schnell genug. Er kam mit Nasenbeinbruch, Prellung und weiteren Verletzungen in eine Klinik. Und seine verminderte Intelligenz und auch, dass er in der Familie wo gedemütigt wurde, berücksichtigten sowohl Anklage als auch Verteidigung in ihrem Plädoyer. Die Staatsanwaltschaft hat eben diese 10 Jahre Haft wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung gefordert und zudem die Unterbringung in der Psychiatrie. Die Verteidigung selber stellte keinen Antrag, wies aber nochmal darauf hin, dass der Mandant krank sei und forderte eine milde Strafe. Es wird dann noch auf einen anderen Mord hingewiesen, und zwar war das der zweite Mord an einer jungen Engländerin in Hamburg. Und zwar fast auf den Tag genau 3 Jahre bevor Helga Roberts getötet wurde, wurde die 17-jährige Alana Jane Payton am Alster-Wanderweg in Wellingsbüttel erstochen. Und diese Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Ich habe nochmal im Internet gesucht, ob ich was zu diesem Fall finde. Dazu ist aber leider nichts zu finden, weil ich hätte mir den Fall auch gerne nochmal angeschaut. Also, der Täter wurde gefasst, hat eine im Prinzip milde Strafe bekommen und sitzt in der Psychiatrie. Ob er da jetzt heute noch sitzt, darüber gibt es keine Informationen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber meistens steht es ja nicht in den Medien, wenn solche Täter wieder entlassen werden. Ich denke mal, viele werden sich an diesen Fall noch erinnern. Meiner Meinung nach gehört er auch auf jeden Fall zu diesen erweiterten Klassikern oder erweiterten klassischen Fällen bei Aktenzeichen Y, und die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, wenn sie sich an diesen Fall erinnern, dass dieser Fall mittlerweile gelöst ist. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich immer diese gelösten Fälle präsentiere, weil viele sich halt noch an die Fälle erinnern können, aber nicht wissen, wie sie gelöst wurden, wer war der Täter, was ist genau da passiert und ja, zu wie vielen Jahren wurde der jeweilige Täter dann verurteilt. Was hier immer wieder interessant ist, die Polizei hat ja diesen farbigen wohl verdächtigt oder ziemlich massiv verdächtigt, der ja ein, sagen wir mal, zumindest entfernter Bekannter dann von Helga war, aber der wurde ja in dieser Aktenzeichen Y-Sendung überhaupt nicht erwähnt. Leider Gottes. Vielleicht hat die Polizei aber zu diesem Zeitpunkt dann einfach gesagt, erwähnt ihn jetzt mal nicht und schaut mal, ob es vielleicht doch noch irgendeinen anderen oder irgendeinen Zeugen gibt oder
irgendwelche Personen gibt, die etwas anderes mitteilen können. Weil wenn wir jetzt direkt wieder auf den schwarzen, also auf den farbigen hinweisen, um politisch korrekt zu sein, ich hoffe, ich bin es, dann könnten die Zeugenaussagen vielleicht in eine falsche Richtung gehen. Von daher vielleicht auch gar nicht mal so ein ungeschickter Schachzug in dem Fall. Gut, das war es dann von meiner Seite aus zu diesem gelösten Fall. Ich bedanke mich fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!